Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr gesehen habt, das Wetter ist mal wieder echt nicht gut, aber naja, was will man im Herbst schon erwarten? Wie auch immer, ich bin gerade noch unterwegs, aber gleich bin ich zu Hause und ich weiß, ich schulde euch immer noch ein Update-Video von unserer Stauraumoptimierung und genau darum werden wir uns heute kümmern. Bevor wir jetzt anfangen können, die Kisten einzubauen, muss ich die untere kleine Schublade erstmal noch mit Filz beziehen. Das wird das erste sein, was wir jetzt heute machen. Das heißt, ich hole jetzt kurz mal die Schublade, dann beziehen wir die einmal kurz mit Filz und dann können wir uns diesen Schnappern widmen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Schubladen habe. Erstmal müssen jetzt die ganzen Schienen weg und dann können wir schon anfangen, das ganze Viech zu beziehen. So Freunde, so sieht die ganze Schublade dann aus, wenn sie quasi fertig bezogen ist. Jetzt schaue ich mal, ob sie immer noch reinpasst oder ob sie zu breit geworden ist, weil ich diese Schienen einfach auf diesen Filz drauf gesetzt habe, dass es auch schön aussieht. Und wenn sie dann reinpassen sollte, dann können wir uns endlich diesem Verschließmechanismus widmen. So Freunde, die Schublade passt rein und jetzt können wir uns endlich mal dem Hauptsächlichen widmen, wieso wir dieses ganze Video eigentlich überhaupt machen und was vor allem noch bei unseren Schubladen fehlt. Diese Schnapper. Die sind ziemlich cool, die habe ich im Internet gefunden. So, jetzt war ich gerade schön Mittagessen. Schön Spaghetti Carbonara futtern, aber man merkt, es wird kalt. An allen Ecken und Kanten. Aber ich wollte euch meine gute Spaghetti Carbonara nicht zeigen, dass ihr nicht neidisch werdet. Meine Schnapper habt ihr jetzt gesehen. Das heißt, im nächsten Schritt geht es darum, die Dinge einzubauen. Was soll ich sagen, Freunde? Wir fangen mit der kleinen Schublade an. Probieren das Ganze einfach mal. Weil kann ja nichts kaputt gehen. Also Schnappos da dran und dann überlegen wir, wie es drin weitergeht. Ja, so sieht das ganze Ding dann hinten drin aus, ne? So. Wir brauchen jetzt quasi ein Klotz.
muss erst die ganze Bude hier anmachen. Wir brauchen jetzt quasi einen Klotz, 3 cm breit und vielleicht 5 cm tief, dass wir ihn schön festschrauben können, wo dieses Ding nachher drauf kommt. Das machen wir jetzt. So, ay caramba, Freunde. Ich schraube das ganze Ding jetzt rein und dann stelle ich euch vor, weil da drinne ist ein bisschen eng gemeinsam mit euch und mir und den Dingern und allem drum und dran. Deswegen auf die Plätze, fertig, los. Meine Herren, ist das geil, wenn es auf Anhieb funktioniert. Das ist einfach geil. Einfach geil. Wenn es auf Anhieb einfach funktioniert. Das ist mega. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ja, und so sieht die Gegenseite aus. Einfach dieser Holzklotz, vorne diese Dinger drauf, da risst das Teil dann ein. Und das war es quasi auch schon. Jo, so sieht das Ganze jetzt final hier drin aus. Einmal der Klotz für den unteren, einmal den Klotz für den oberen. Oder die obere Schublade. Genau. Jetzt sind die Schubladen endlich finalisiert. Und wie ihr seht, das sieht echt gut aus. Mir gefällt es richtig gut. Ich mache es jetzt einmal kurz auf für euch. Und dann seht ihr das Ganze mal noch, wie sie fertig aussehen. Soweit sind wir jetzt ja fertig mit den Schubladen, Freunde. Jetzt gibt es allerdings noch eine Sache, die mir nicht gefällt und die ich noch gerne ändern würde. Und zwar sind hier hinten beim Sägen so ein paar Sachen ausgerissen. Keine Ahnung, woran das liegt. Wahrscheinlich, wenn das Sägeblatt irgendwie stumpf ist oder so Zeug. Wie auch immer, ist auf jeden Fall ausgerissen. Ich habe da so eine Art Spachtelmasse besorgt für Holzausbesserung. Ob ich genau den Farbton getroffen habe, weiß ich nicht. Das muss ich mal gucken. Aber das werden wir jetzt gemeinsam in dem Update-Video noch machen. Das hier ist diese ganze Holzpaste. Vom Farbton her könnte das vielleicht passen. Von der Verarbeitung her. Schauen wir uns das jetzt mal an. Ich habe mir das jetzt mal durchgelesen und zwar muss man die Stelle, die man ausbessern möchte, muss man erstmal leicht anfeuchten, dann das Zeug hier in der Tube durchkneten, dann da reinschmieren, den Spatel nass machen und abziehen und dann durchtrocknen lassen. Nachdem es durchgetrocknet ist, kann man das Ganze dann nach Belieben schleifen, hobeln, fräsen, bohren und was auch immer man möchte. Und das machen wir jetzt. So Freunde, das war's. Das Thema Schubladen ist somit finalisiert und fertig. Die Dinger sind eingebaut. Vorne die Teile sind gespachtelt, wo es ausgerissen ist. Und ich würde mal sagen, es war eigentlich ein ziemlich cooles und ziemlich spannendes Projekt. Und ich hoffe, dass euch das Projekt auch gefallen hat. Wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben geben würdest. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann auf jeden Fall nicht vergessen, den Abonnieren-Button jetzt zu klicken. Und auch nicht vergessen, auf die Glocke zu klicken, damit du sonntags benachrichtigt wirst, wenn wir das neue Video hochhauen. Es sind noch ein Haufen Projekte in dem Camper offen, die wir noch nicht finalisiert haben und auch noch gar nicht angefangen haben. Vor allem das Thema mit der Standheizung. Es wird langsam echt richtig kalt und es wird jetzt echt Zeit für die Standheizung. Dieses Wochenende machen wir dementsprechend schön mal einen Ausflug, dass der Tank leer wird, dass ich den dann ausbauen kann. Aber dazu mal nicht mehr, weil die nächsten Wochen kommen dann die ganzen anderen Sachen. Dementsprechend bleibt mir nichts anderes zu sagen, Freunde, als ich bin raus aus diesem Video. Haut rein und wir sehen uns im nächsten.